stell dir mal folgendes Szenario vor. Es ist Freitagabend, du stehst im Flur, du hast deine Jacke schon so halb angezogen, die Schuhe sind geschnürt und der Schlüssel klimpert schon in deiner Hand. Mhm, der klassische Moment. Genau. Und genau in diesem Moment schaust du noch mal rüber in dein Wohnzimmer. Du siehst da dieses unglaublich gemütliche Sofa. Die Kissen liegen perfekt, das Licht ist irgendwie gedimmt, sieht einfach mega einladend aus. Ja, und man weiß genau, was jetzt passiert. Richtig. Plötzlich trifft dich nämlich dieser Gedanke wirklich wie so ein physischer Schlag. Soll ich jetzt ernsthaft da raus in die Kälte, in diesen ganzen Lärm? Oder, ziehe ich die Schuhe einfach wieder aus und bleibe genau hier? Absolut. Das ist ein Gefühl, das wirklich jeder kennt. Jeder von uns, ohne Ausnahme. Und das ist genau dieses ewige, fast schon quälende Dilemma zwischen der Haustür und dem Sofa. Schön, dass du heute dabei bist, wenn wir uns bei unserer heutigen Analyse genau in diesen alltäglichen Konflikt stürzen. Es ist echt faszinierend. Wir tun diese Entscheidung ja meistens als reine Laune ab. So nach dem Motto, ach, ich bin heute einfach faul. Ja, total. Aber in Wahrheit verhandeln wir in diesem ganz kurzen Moment im Flur einen echt tiefen evolutionären Konflikt. Und zwar zwischen dem Bedürfnis nach maximaler Sicherheit und diesem fundamentalen Drang nach Entdeckung. Und um diesen Konflikt zu entschlüsseln, haben wir heute eine Quelle auf dem Tisch, die auf den allerersten Blick also wirklich völlig aus dem Rahmen fällt. Wir schauen uns nämlich das Transkript eines YouTube-Videos an von einem Kanal namens Einfach Deutsch mit Vanessa. Ah, okay. Ja, und das Format nennt sich da wörtlich Easy German Podcast. Wir sprechen hier also von einem Dialog zwischen Vanessa und Harry, der ganz bewusst nicht tiefgründig oder verschachtelt ist. Wahrscheinlich eher so auf Sprachschüler ausgerichtet, oder? Exakt. Das nutzt ganz einfache Wörter so für Anfänger auf dem A2 oder B1-Niveau in Deutsch. Und da gibt es zwischendrin auch diese ganz klassischen Aufrufe. Also so Sachen wie bitte abonniert den Kanal, lasst uns ein Like da und ladet euch auf jeden Fall das PDF mit den Vokabeln herunter. Das ist ja erstmal etwas, was man vielleicht belächeln könnte. Also wenn man jetzt eigentlich eine tiefschürfende psychologische Analyse erwartet. Und das ist der absolute Wahnsinn. Sobald man diese simplen Vokabeln und die ganzen Abo-Aufrufe hinter sich lässt, wird total klar, dass die beiden da ein echtes existenzielles Kernthema sezieren. Mhm. Sie nehmen wirklich diesen banalen Konflikt zwischen drinnen und draußen und brechen ihn auf seine absoluten Grundbausteine herunter. Also lass uns direkt mal mit dieser unglaublichen Sogwirkung des eigenen Zuhauses anfangen. Gerne. Was sagen die beiden denn dazu? In dem Gespräch wird argumentiert, dass man zu Hause natürlich Geld spart. Man isst die eigenen Snacks, statt irgendwie extrem teures Popcorn im Kino zu kaufen. Ja, ist ja auch ein Faktor, klar. Und man hat einfach keinen Stress mit lauten Menschen. Aber da werfe ich jetzt mal in den Raum, Sparen allein hält mich an einem Freitagabend nicht auf dem Sofa. Da muss psychologisch doch irgendwie mehr passieren, oder? Da passiert auch definitiv wesentlich mehr und der Dialog der beiden berührt das indirekt auch sehr clever. Wenn wir uns mal überlegen, was der öffentliche Raum eigentlich so von uns verlangt. Das ist vor allem ständige kognitive Leistung. Okay, wie meinst du das genau? Naja, draußen bist du permanent dabei, soziale Signale zu deuten. Du musst Lärm filtern, Gefahren einschätzen wie den Verkehr und irgendwie performativ immer eine bestimmte Rolle spielen. Du bist ja nie ganz du selbst da draußen. Oh ja, das stimmt. Man hat immer so eine Art Maske auf. Genau. Und das eigene Zuhause ist eben der einzige Ort, an dem diese kognitive Last wirklich auf Null sinkt. In der Psychologie spricht man hier von der Reduktion der allostatischen Last. Allostatischer Last. Das musst du kurz erklären. Das ist quasi das Verschwinden des chronischen Stresses, der durch diese ständige Anpassung an unsere Umwelt entsteht. Ah, okay. Für mich fühlt sich das eigene Wohnzimmer in unserer extrem lauten Welt also oft an wie so eine Dekompressionskammer für Tiefseetaucher. Das ist ein richtig gutes Bild. Ja, wenn du den ganzen Tag diesem enormen Druck der Gesellschaft ausgesetzt warst, dann brauchst du diesen Raum, wo du einfach mal den Helm abnehmen kannst. Vanessa und Harry definieren das in ihrem einfachen Deutsch interessanterweise als Unabhängigkeit. Ah, spannend. Unabhängigkeit wird ja sonst ganz anders definiert. Richtig. Das fand ich einen extrem spannenden Twist. Normalerweise assoziieren wir Unabhängigkeit doch mit, keine Ahnung, dem Rucksacktrip durch Patagonien oder so. Ja, Freiheit, die große, weite Welt. Genau. Aber hier bei Vanessa und Harry wird Unabhängigkeit
als die pure Freiheit definiert, in Jogginghose auf niemanden warten zu müssen und absolut niemandem Rechenschaft abzulegen. Diese Umdeutung finde ich eigentlich brillant. Es geht um die Souveränität über die eigene Zeit und den eigenen Raum. Weil draußen bist du ja immer den Zeitplänen anderer unterworfen. Voll. Wann fährt der Bus? Wann macht die Bar zu? Absolute zeitliche Autonomie. Und diese Vorhersehbarkeit ist für unser Gehirn extrem beruhigend. Weil das Gehirn ja eigentlich gar keine Überraschung mag, oder? Exakt. Unser Gehirn ist im Grunde eine ständige Prädiktionsmaschine. Es will immer vorhersagen, was als nächstes passiert. Wenn alles 100% vorhersehbar ist, wie eben in deinem Wohnzimmer, verbraucht das Gehirn ein absolutes Minimum an Kalorien. Da muss ich jetzt aber mal kurz einhaken. Ich verstehe dieses Konzept der Dekompressionskammer und des Kaloriensparens total. Aber laufen wir da nicht Gefahr, uns extrem in die eigene Tasche zu lügen? Inwiefern? Naja, ab wann ist dieses ich schütze meine kognitiven Ressourcen eigentlich nur noch eine echt noble Ausrede für chronische Faulheit? Ja, das ist eine super wichtige Frage. Das ist nämlich genau die kritische Schwelle. Regeneration kippt sehr schnell in pure Stagnation. Okay. Das Gehirn liebt zwar die Vorhersehbarkeit, um Energie zu sparen, aber wenn es über längere Zeit gar keinen neuen Reizen mehr ausgesetzt ist, dann fängt es tatsächlich an, Fähigkeiten aktiv abzubauen. Also das klassische Use-it-or-lose-it-Prinzip? Ganz genau. Wenn du deine Dekompressionskammer nie wieder verlässt, verkümmern am Ende deine Muskeln, um mal bei deiner Taucheranalogie zu bleiben. Und damit sind wir eigentlich exakt an dem Punkt, an dem die geschnürten Schuhe im Flur wieder ins Spiel kommen. Weil das Sofa kann uns ja anscheinend nicht endlos halten. Richtig. Es muss irgendwann weitergehen. Vanessa und Harry sprechen in ihrem Video davon, dass man rausgehen muss, um Freunde zu treffen. Um Vitamin D durch das Sonnenlicht zu tanken. Und natürlich, um Sport zu machen, wie Fußball oder Tennis. Ja, das sind natürlich auf den ersten Blick ziemliche Binsenweisheiten. Absolut. Aber der Dialog knüpft das Rausgehen dann ganz zentral an einen sehr großen Begriff, nämlich an Abenteuer. Abenteuer? Das ist ein ziemlich starkes Wort für einen normalen alltäglichen Spaziergang oder den Weg zum Tennisplatz. Dachte ich auch erst. Aber wenn man es neurobiologisch betrachtet, stimmt das eigentlich. Wenn du dein Haus verlässt, betrittst du unstrukturiertes Terrain. Okay, das heißt? Jeder Mensch, dem du auf der Straße begegnest, jedes noch so kleine, unerwartete Gespräch, ja sogar ein plötzlicher Regenschauer, all das erfordert sofortige neuronale Anpassung. Ah, das Gehirn muss also plötzlich wieder arbeiten. Genau. Diese ständige Reibung mit der völlig unberechenbaren Welt da draußen zwingt unser Gehirn zur Neuroplastizität. Das ist quasi die Bildung neuer synaptischer Verbindungen. Das bedeutet also, diese soziale Reibung, das Unvorhersehbare, ist eigentlich das Workout für unseren Verstand. Ja, besser kann man es kaum sagen. In dem Easy German-Format wird das extrem anschaulich und simpel beschrieben. Man trainiert seine sozialen Fähigkeiten, sagen sie. Man lernt wieder, wie man miteinander spricht und einfach mal zusammen lacht. Ein toller Punkt. Wenn das eigene Zuhause also die Ladestation ist, dann ist die Welt da draußen der Ort, an dem diese gesammelte Energie überhaupt erst einen Sinn ergibt. Weil ohne das Rausgehen sammeln wir nur Strom, den wir dann einfach nie verbrauchen. Richtig, und evolutionär gesehen war dieses ständige Zurückziehen in die eigene Höhle auch wirklich nie als Dauerzustand gedacht? Nee. Nein. Wir sind als Spezies regelrecht darauf programmiert, unser Territorium zu erkunden. Wir müssen Ressourcen suchen und wir müssen Allianzen mit anderen Stämmen schmieden. Wer früher immer nur in der Höhle blieb, der hat schlichtweg nicht überlebt. Was uns dann unweigerlich zu der Frage führt, was passiert eigentlich, wenn diese Balance komplett kippt? Oh ja, die Extreme sind hier besonders spannend. Lass uns die mal kurz ausleuchten. Was ist, wenn jemand das Sofa einfach überhaupt nicht mehr verlässt? Der Sprachkurs geht da erstaunlich hart ins Gericht, muss ich sagen. Was sagen Sie denn? Da fallen dann plötzlich Wörter wie Isolation, extreme Langeweile und körperlicher Verfall durch Bewegungsmangel. Sie warnen vor Übergewicht und Krankheiten. Das klingt ja fast schon dystopisch für so ein lockeres A2-Niveau-Video. Es klingt dystopisch, ja, aber es ist wissenschaftlich absolut korrekt. Wenn wir uns extrem isolieren, dann interpretiert unser Nervensystem das auf einer sehr tiefen, unbewussten Ebene nicht als Entspannung, Sondern? als Lebensgefahr. Krass. Ernsthaft? Ja,
In der Urzeit bedeutete die Trennung von der eigenen Gruppe den absolut sicheren Tod, entweder durch Raubtiere oder weil man verhungert ist. Ja. Wenn wir heute also wochenlang niemanden sehen, schüttet unser Körper vermehrt das Stresshormon Cortisol aus. Obwohl wir sicher auf dem Sofa sitzen. Genau. Das Gehirn versetzt uns trotzdem in eine Art ständige Alarmbereitschaft, weil niemand da ist, der mit uns Wache hält. Man ist völlig auf sich allein gestellt. Wahnsinn. Und das erklärt auch, warum extreme Isolation eben nicht nur zu Langeweile führt, sondern am Ende zu realer Angst und sogar zu Depressionen. Okay. Das ist ein wirklich heftiger Mechanismus. Man glaubt, man schützt sich vor dem ganzen Stress der Welt und stattdessen triggert man den größten inneren Stress überhaupt, weil das Gehirn einfach denkt, man wurde vom Stamm zurückgelassen. Exakt. Ein echter Teufelskreis. Aber gut, schauen wir uns mal die andere Seite des Spektrums an. Das permanente Rausgehen ist nämlich, und das arbeiten die beiden Sprecher auch heraus, ebenfalls toxisch. Klar, das hat auch seine Schattenseiten. Sie nennen da als Nachteile zum Beispiel extrem teure Tickets für alles, fehlende Sicherheit in der Nacht, wenn man alleine ist und generell die krasse Erschöpfung durch diese Menschenmassen. Interessanterweise erwähnt das Video da sogar explizit das Coronavirus oder andere Krankheiten als Faktoren. Dinge, die uns die Welt draußen eben als feindlich oder anstrengend empfinden lassen. Das extreme Rausgehen führt am Ende unweigerlich zu einer chronischen Reizüberflutung. Unser auditorisches und visuelles System wird in modernen Städten ja quasi permanent bombardiert. Oh ja. Überall Werbung, Lärm, Sirenen. Genau. Wer nie zu Hause ist, der leidet irgendwann an einer Entscheidungserschöpfung. Man nennt das auch Decision Fatigue. Das Nervensystem brennt buchstäblich aus, weil es gar keine Phasen der Konsolidierung mehr gibt. Konsolidierung heißt, dass das Gehirn die Erlebnisse abspeichert. Richtig. Phasen, in denen Erlebnisse im Gedächtnis verarbeitet werden können, die fehlen dann komplett. Ich sehe da aber in unserer heutigen Zeit noch ein ganz anderes Paradoxon. Das ist mir beim Durchdenken dieser Materialien so aufgefallen. Welches Paradoxon meinst du? Wir sagen ja oft so Dinge wie, ich muss heute Abend raus. Ich muss dringend weg von meinem Bildschirm. Ich brauche echtes Leben. Ja, ein klassischer Satz. Aber der Prozess des Rausgehens ist mittlerweile doch fast unmöglich ohne Technologie. Also um überhaupt Freunde zu treffen, muss ich erstmal auf WhatsApp oder so stundenlang diskutieren, wann und wo wir uns sehen. Da hast du recht. Und dann, um die Bar überhaupt zu finden, brauche ich Google Maps. Um vorher zu wissen, ob es überhaupt gut ist, lese ich Yelp-Reviews oder checke Instagram. Ist das nicht völlig absurd? Die Technologie, vor der wir eigentlich fliehen wollen, baut so eine massive Barriere auf, die das Rausgehen erst recht kompliziert und anstrengend macht. Das ist ein wirklich hervorragender Punkt. Wir haben die Spontanität des Draußenseins quasi durch eine dicke Schicht von digitalem Management ersetzt. Ja, voll. Früher ging man einfach auf den Marktplatz oder in seine Stammkneipe und wusste, man trifft dort sowieso jemanden. Heute erfordert jedes noch so kleine Treffen ein echtes Mikromanagement. Und das ist anstrengend? Sehr anstrengend. Diese zusätzliche kognitive Last schon vor dem Verlassen des Hauses ist oft genau dieser Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und der uns dann eben doch wieder dazu bewegt, die Jacke im Flur einfach wieder auszuziehen. Ja, weil es einfach zu anstrengend ist, das alles zu koordinieren. Und diese Zerrissenheit trifft eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, glaube ich, ganz besonders hart. Der Dialog zwischen Vanessa und Harry richtet sich in seinem Kern ja ziemlich stark an junge Menschen, also an Jugendliche und Sprachschüler. Und wenn ich darüber nachdenke, haben Teenager hier echt den absolut schwersten Stand. Sie müssen diese Extreme ja noch viel krasser ausbalancieren als wir Erwachsenen. Oh, absolut. Bei Jugendlichen steht die Neurologie gewissermaßen die ganze Zeit auf dem Gaspedal, während die Bremsen noch gar nicht richtig fertig gebaut sind. Okay, das musst du genauer erklären. Der präfrontale Kortex im Gehirn, der unter anderem für die Impulskontrolle und die langfristige Planung zuständig ist, reift erst so Mitte 20 vollständig aus. Ah, verstehe. Gleichzeitig ist aber ihr Belohnungszentrum schon extrem aktiv. Das heißt, sie haben einen gigantischen, echt biologischen Drang nach Abenteuer, nach dem Ausbrechen aus dieser familiären Höhle und nach sozialer Bestätigung durch Gleichaltrige. Aber gleichzeitig, und das wird in dem einfachen Gespräch von Vanessa und Harry auch sehr schön eingefangen, brauchen sie ja genau dieses vielleicht verhasste Elternhaus noch total als bedingungslosen Rückzugsort. Genau, die sichere Basis. Wenn draußen das absolute soziale Drama tobt, wenn der Druck auf Social Media gefühlt explodiert, dann muss es diesen einen Raum geben, in dem sie einfach nur existieren dürfen, auch mal in Ruhe ihre Hausaufgaben machen können. Richtig. Und
Hier macht unser scheinbar simples A2-B1-Video etwas, das mich wirklich komplett aufhorchen ließ. Plötzlich verlässt der Dialog nämlich diese lockere, einfache Alltagsebene und bringt harte medizinische Expertise ins Spiel. Da werden auf einmal Psychologen, Ärzte und sogar Neurologen zitiert. Was dem Ganzen ein total unerwartetes Fundament gibt, wenn man das Format bedenkt. Total. Wir alle wissen natürlich, dass Ärzte predigen, man solle sich jeden Tag so mindestens 30 Minuten bewegen. Das ist wirklich kein Geheimnis. Das ist ja das absolute Minimum, um den Körper am Laufen zu halten. Genau, das Standardrezept. Aber der Ansatz der Neurologen, den die Sprecher da erwähnen, der hat mich echt gepackt. Da wird nämlich ganz explizit gewarnt, nur Kontakte über den Bildschirm reichen für ein gesundes Gehirn zwingend nicht aus. Man braucht physische Menschen. Und da frage ich mich, warum reicht es meinem Gehirn denn nicht, wenn ich mit dir zum Beispiel über einen Bildschirm lache und rede? Weil echte physische Präsenz eine unfassbare Vielzahl von Mikrosignalen überträgt, die durch einen Bildschirm einfach gnadenlos herausgefiltert werden. Was für Signale sind das? Wenn wir uns wirklich im selben Raum befinden, dann synchronisieren sich zum Beispiel unbewusst unsere Atemmuster. Unsere Pupillen reagieren aufeinander, wir nehmen feine Pheromone wahr. Ach krass, das passiert alles unbewusst. Komplett unbewusst. Und diese ganze Bandbreite an Informationen signalisiert unserem Gehirn auf der allertiefsten Ebene Sicherheit und Zugehörigkeit. Und das fehlt digital komplett. Ja. Bei einem Videoanruf oder einem WhatsApp-Chat versucht das Gehirn total verzweifelt, diese fehlenden Signale irgendwie zu kompensieren. Und das ist extrem anstrengend für den Kopf. Das erklärt einiges. Ja, deshalb sind wir nach langen Videokonferenzen auch immer so unfassbar erschöpft. Der Bildschirm liefert uns zwar die reine Information, also das gesprochene Wort, aber eben nicht diese tiefgreifende biologische Beruhigung einer echten Begegnung. Das heißt also, wenn ich am Freitagabend meine Freunde über so ein Online-Multiplayer-Spiel treffe und wir stundenlang reden und Spaß haben, dann ist mein Verstand vielleicht unterhalten, aber mein Nervensystem verhungert sozial trotzdem ein bisschen. Exakt. Die digitale Interaktion ist eigentlich wie Junkfood für unser soziales Nervensystem. Ah, gutes Bild. Es stillt ganz kurzfristig diesen Hunger, aber es liefert einfach nicht die essentiellen Nährstoffe, die wir durch physische Nähe bekommen. Okay, wenn wir das alles jetzt mal zusammennehmen. Wir wissen, die eigene Wohnung ist diese lebenswichtige Dekompressionskammer, in der unser Gehirn heilen kann. Ja, wir wissen aber auch, dass die Welt da draußen das unverzichtbare Fitnessstudio für unsere Neuroplastizität und unser soziales Überleben ist. Wie lösen wir dieses Dilemma im Flur jetzt? Tja, das ist die große Frage. Vanessa und Harry liefern da ein Modell, das sie einfach Balance nennen. Sie schlagen zum Beispiel vor, die Woche so 50-50 aufzuteilen, also 3 Tage drinnen, 2 Tage draußen. Oder eben den Tag in eine ruhige und eine aktive Hälfte zu splitten, morgens drinnen, abends raus. Ja, klingt logisch. Aber ist Balance nicht am Ende einfach nur so ein leeres Buzzword, das in der harten Realität nie so wirklich funktioniert? Naja, Balance klingt als Konzept halt immer total statisch. Weißt du, wie so eine Waage, die man einmal perfekt einstellt und dann bleibt sie für immer so stehen. Genau. Und so ist das Leben ja nicht. Richtig. Die Realität ist ein extrem dynamisches Oszillieren. Es gibt da keine universelle Formel, weil unsere Ausgangsbedingungen einfach bei jedem völlig unterschiedlich sind. Der Schlüsselbegriff, der in dem Material dann ja auch fällt, lautet Selbsterkenntnis. Kenne deine eigene Persönlichkeit. Genau. Und hier kommt dann die ganz wichtige Unterscheidung zwischen Introversion und Extraversion ins Spiel. Da müssen wir ganz kurz ansetzen, weil es, glaube ich, sehr oft missverstanden wird. Introvertiert heißt ja nicht automatisch, dass jemand total schüchtern ist. Und extrovertiert heißt nicht zwingend, dass man laut und nervig ist. Nein, überhaupt nicht. Soweit ich das weiß, geht es da doch rein um den Dopamingrundspiegel im Gehirn, oder? Genau so ist es. Introvertierte Menschen haben einen von Natur aus viel höheren, sensibleren Arousal-Level in ihrem Nervensystem. Das heißt, sie sind schneller gereizt. Reagieren schneller auf Reize, ja? Für sie sind die vielen Reize von einem vollen Restaurant oder einer lauten Party wahnsinnig schnell überwältigend. Sie verbrauchen in sozialen Situationen einfach extrem viel Energie. Und die Extrovertierten? Extrovertierte haben eine viel höhere Toleranzschwelle. Denen wird in reizarmen Umgebungen, also alleine auf dem Sofa, super schnell langweilig. Sie sind dann unterstimuliert. Sie brauchen diesen Lärm, die vielen Menschen, um ihr Dopaminsystem optimal zu triggern und sich gut zu fühlen. Das bedeutet also, für den Introvertierten ist das eigene Zuhause wirklich das absolute Aufladen der Batterie. Und für den Extrovertierten ist kurioserweise genau das Gegenteil der Fall. Er tankt seine Energie eigentlich draußen auf dem belebten Marktplatz auf. Genau.
Das muss man einfach über sich selbst wissen. Wenn wir versuchen, daraus so eine echte Strategie für den Alltag abzuleiten, nutze ich da immer total gerne ein anderes Bild. Du kannst dein eigenes Leben nicht wie so eine starre Excel-Tabelle führen. So nach dem Motto, oh, Dienstag war ich 3 Stunden draußen, also darf ich Mittwoch genau 3 Stunden auf die Couch. Das funktioniert nicht, nein. Es ist eher so, als ob du auf einem Segelboot stehst. Du musst permanent trimmen und nachjustieren, je nachdem, woher der Wind an diesem Tag gerade weht. Das ist ein sehr treffendes Bild. Es erfordert ein radikal ehrliches Zuhören nach innen. Man muss wirklich lernen zu unterscheiden, bleibe ich heute zu Hause, weil ich wirklich echt erschöpft bin und meine allostatische Last reduzieren muss? Ja. Oder, und da wird's spannend, bleibe ich heute nur zu Hause, weil ich einfach den Widerstand scheue, mich der unberechenbaren Welt da draußen zu stellen? Oh, gute Frage. Das eine ist nämlich wichtige Regeneration und das andere ist pures Vermeidungsverhalten. Puh, lass uns das noch einmal ganz konzentriert zusammenfassen. Wir sind heute ja mit einem Material gestartet, das eigentlich als super leicht verdaulicher Sprachkurs für A2, B1-Lerner daherkam. Ja, mit den ganzen Abo-Aufrufen und so weiter. Genau. Viel einfaches Vokabular, charmante Einladungen, den Kanal zu abonnieren und sich so PDFs zu laden. Aber was wir darin gefunden haben, war eine echt handfeste Auseinandersetzung mit der Art und Weise, wie unser eigenes Gehirn funktioniert. Absolut. Es ging um den Cortisolspiegel bei Isolation, um Neuroplastizität durch soziale Reibung in der Welt da draußen und eben um die wirklich lebenswichtige Unterscheidung zwischen nur digitalem Kontakt und echter physischer Präsenz. Es zeigt einfach sehr deutlich, dass selbst die scheinbar absolut banalsten Entscheidungen unseres Alltags, also Jacke an oder Jacke aus, tief in unserer Evolutionsgeschichte und Neurobiologie verankert sind. Es ist diese ständige Suche nach dem goldenen Mittelweg zwischen der Sicherheit der Höhle und dem echten Abenteuer des Unbekannten. Und bevor wir dich als Zuhörer jetzt in deinen weiteren Tag, deinen Abend oder vielleicht auch direkt zurück auf dein Sofa entlassen, möchte ich noch einen Gedanken in den Raum werfen. Einen Gedanken, den dieser Streifzug durch die Quellen bei mir ausgelöst hat. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt sehr lange über diese total klare Trennlinie zwischen drinnen und draußen gesprochen. Aber wenn wir uns unseren modernen Alltag mal schonungslos und ehrlich ansehen, stimmt diese Trennung heute überhaupt noch? Guter Punkt. Stell dir vor, du liegst sicher und geschützt auf deinem heimischen Sofa. Aber du hast das Smartphone in der Hand und streitest dich auf X oder Instagram hitzig mit völlig Fremden über Politik. Oh ja, das passiert ständig. Gleichzeitig hast du über die Kopfhörer vielleicht noch den wilden Lärm von 3 verschiedenen TikTok-Videos im Ohr. Bist du in diesem Moment kognitiv eigentlich wirklich zu Hause? Oder bist du mental nicht eigentlich mitten auf einem völlig chaotischen, stressigen öffentlichen Marktplatz? Wahrscheinlich eher Letzteres. Und umgekehrt, du überwindest dich, du ziehst die Schuhe an, gehst raus in den Wald. Aber du starrst ununterbrochen auf einen kleinen Bildschirm, hörst laut deinen Lieblingspodcast und bist völlig abgeschirmt von der echten physischen Welt um dich herum. Bist du dann eigentlich wirklich draußen? Wahnsinnig interessante Perspektive. Vielleicht löst sich diese feste Grenze, über die wir heute so intensiv gesprochen haben, durch unsere ständige Technologie gerade komplett in Luft auf. Vielleicht nehmen wir die anstrengende, laute Welt durch diesen Bildschirm längst mit ins Bett. Ja. Und nehmen unsere sichere, isolierte Komfortzone in Form von Noise-Canceling-Kopfhörern einfach mit nach draußen. Das ist auf jeden Fall ein Gedanke, den du bei deinem nächsten Spaziergang oder eben beim nächsten zögerlichen Blick vom Flur auf dein Wohnzimmersofa vielleicht einfach mal in Ruhe mit dir selbst verhandeln solltest.